Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo Legion und zwar ein Y540 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Bei der Tastatur und dem Touchpad sieht es so aus, dass die zusammen mit dem Topcase kommen. Das heißt, man muss da wirklich alles aus dem Gerät rausnehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Und dann lässt sich noch sagen, dass die längeren Schrauben hier oben und in der Mitte sind und die restlichen sind die kleinen. Da kann man dann die am besten getrennt aufbewahren. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker an sich kann man oben fassen oder auch an der Seite und da ein bisschen lockern. Man kann den auch hier hinten am Kabelbund fassen und dann einfach mit ein bisschen Wackeln rausziehen. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier den RAM, der ist in dem Fall unter einer kleinen Metallabdeckung. Da sehen wir die SSD
Das ist in dem Fall eine verkürzte, dazu aber später mehr. Hier sehen wir die 2,5 Zoll Festplatte. Und hier sind die Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Hier sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Dann kann man die leicht nach oben aus dem Slot nehmen und dann ja, umgekehrt einfach genauso wieder einstecken, ein bisschen nach unten drücken und dann zuschrauben. Um an den RAM zu kommen, muss man erstmal diese Metallabdeckung abnehmen. Die Metallabdeckung zieht man einfach nach oben hin ab. Und darunter ist dann der eigentliche RAM. Und um den eigentlichen RAM jetzt zu tauschen, zieht man nur diese beiden Klammern hier ein bisschen nach außen. Dann kommt einem der RAM so ein bisschen entgegen und man kann den einfach rausziehen. Umgekehrt geht genauso einfach, in den Slot stecken und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung steckt man einfach von oben wieder auf diese Clips hier drauf und dann kann man die einfach nach unten hin wieder fest drauf drücken. Und ja, dann hat man das auch. Um die 2,5 HDD auszubauen, nimmt man diese Schrauben hier raus und dann zieht man den Stecker einfach nach oben hin ab. Und ja, die HDD an sich ist eben in so einem kleinen Gehäuse. Das heißt, wenn man die dann ausbauen will, muss man auch hier diese Schrauben einfach rausnehmen und dann kann man die ganz einfach austauschen. Um die Lüfter bei diesem Gerät zu tauschen, die man auch einzeln wechseln kann, muss man diese Schrauben hier lösen. Allerdings kommt man an diese Schraube hier nicht dran, weil der Heatsink darüber läuft und das bedeutet, man muss den kompletten Heatsink abbauen, um an die einzelnen Schrauben von dem Lüfter ranzukommen. Danach noch das Kabel, was zum Mainboard führt, abziehen. Und ja, hier kann man das sehen, die Schraube sitzt da eben unten drunter und ja, man muss den Heatsink da einfach mit abbauen. Und ja, als Tipp noch hier, die Kabel vom Lüfter sind super dünn, da würde ich auf jeden Fall nicht direkt dran ziehen. Den Stecker kann man aber ganz gut direkt greifen und dann eben einfach rausziehen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.